Stellt euch vor, eine neue Zeit hat begonnen. Espressomaschinen werden immer günstiger, machen super Espresso, aber können nicht mehr Milch schäumen. Vielleicht ist der Dreo Barista Maker genau das Richtige, genau die richtige Antwort, um feinen Milchschaum zu produzieren und dann damit Cappuccino und Co. gießen zu können. Besprechen wir in diesem Video. Der Dreo Barista Maker ist eigentlich ein Dreo Drehmilchschäumer, denn es geht ums Milchschäumen, Michel. Und zwar Milchschäumen verschiedenster Art, und das haben wir natürlich in alter Manier getestet, wie wir immer normalerweise Espressomaschinen testen. Für alle, die nicht so auf dem Kanal sind, wir testen Woche für Woche Espressomaschinen, Michel. Und da gibt es eine spannende Entwicklung. Es gibt immer mehr Espressomaschinen oder mobile, also manuelle Hand-Kaffee-Espressomaschinen oder Espressomacher, die nicht mehr mit einer Milchschaumvariante oder Milchschaummöglichkeit daherkommen. Deswegen ist unglaublich spannend, was sich da gerade tut. Und dieses Produkt ist ziemlich spannend eingeschlagen, erstmal in den amerikanischen Markt, hat tolle Botschafter, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dazu, wer das ist, die da mitgeholfen haben, das zu entwickeln. Und jetzt haben wir hier einen Milchschaummacher, der alles Mögliche kann. Was denn bitte? Zumindest laut der Bedienungsanleitung kann er Kokosnussmilch, er kann Hafermilch, er kann Kuhmilch, er kann, was gibt's noch, Mandelmilch, Sojamilch, er kann alles in der Theorie schäumen mit programmierten Modi, wo man wirklich nur auswählen muss, und zusätzlich das auch noch in verschiedenen, sag jetzt mal, Milchschaum-Intensitätsstufen. Also wie viel Schaum möchte ich denn hinzufügen? Vom wirklich dicken Milchschaum bis hin zum Cappuccino-Milchschaum bis hin zum Flat White Milchschaum, den man auswählen kann, und dann einen vorgegebenen Ablauf, den Dreo dann abläuft, und dann gibt es ein Endprodukt, was dann ein Mikroschaum ist. Kann man wirklich sagen, ist definitiv. Kann man sagen, ja. Und ich finde also, wir können ja schon den Konjunktiv rausnehmen, denn wir haben das ja getestet und wir müssen sagen, wir gucken es dann gleich nochmal im Einzelnen an, aber das funktioniert. Das funktioniert, auf jeden Fall. Also man muss ein bisschen was ausprobieren mit der eigenen Milch. Ich glaube, das ist wirklich so der Faktor. Es sind halt standardisierte Abläufe. Und es sind standardisierte Abläufe auf eine bestimmte Milch. Und je nachdem, was ihr für eine Kuhmilch habt, was die für eine Temperatur hat, aber auch wie viel Milliliter ihr denn eingießt, beziehungsweise auch zum Beispiel, ob die jetzt aus Zimmertemperatur bei einer UHT-Milch kommt oder zum Beispiel gekühlt ist, pasteurisierte Milch, das macht alles einen Einfluss. Und ich glaube, das muss man immer fairerweise auch gestehen, wenn wir von Hand schäumen, dann haben wir das nach Jahren etwas im Gefühl, wie wir dann zum Beispiel auf eine Milch eingehen, die vielleicht aus dem Raum kommt, die etwas wärmer ist, und das kann das Gerät nicht, sondern es macht einen Ablauf. Und wenn man dann mit seiner Milch, mit einer bestimmten Füllmenge, die ihr jeden Tag braucht, ein Rezept rausgefunden haben, dann ist die Reproduzierbarkeit wirklich gut. Und das ist aber gleich schon ein Hinweis. Wir haben jetzt für eine Milch, eine Kuhmilch, und für eine Hafermilch, eine Bio-Hafermilch, jeweils mal so Richtungen entwickelt, die für uns sehr gut funktionieren. Und das werdet ihr gleich auch noch sehen. Gleichzeitig werdet ihr das aber in Zukunft selber auch müssen. Also ihr könnt jetzt nicht 1:1 unser Rezept nehmen. Das Gute ist aber, das ist wirklich so reproduzierbar, dass ihr euch Notizen machen könnt. So habt ihr das auch. Hast du das auch gemacht? Du hast dir gleichzeitig die Temperatur angeschaut. Heizt es überhaupt ausreichend auf? Und dann sind wir zu Ergebnissen gekommen. Sollen wir trotzdem mal ganz kurz einmal in die Steuerung gehen und dann hineinspringen und mal einen Cappuccino schäumen? Wir sind hier im Misch- oder Drehmodus. Das heißt, ihr könnt eigentlich nur vermischen. Ihr könnt zum Beispiel eine heiße Schokolade machen ohne Schaum oder auch etwas Kaltes durchmischen, wie zum Beispiel eine kalte Schokolade. Das könnt ihr einerseits über die Temperatur steuern, das heißt, ihr könnt bis zu 75 Grad erhitzen oder einfach nur durchmischen oder auch ab 55 dann einmal hoch bis 75. Ihr könnt auch einstellen, wie schnell es drehen soll, einmal Low oder High. Hat aber grundsätzlich nichts mit unserer Cappuccino- bzw. Latte-Art-Funktion zu tun. Da geht ihr auf die andere Seite, da habt ihr den Foam-Modus und da können wir wirklich Schaum produzieren. Wir sind jetzt gerade oben bei der Auswahl auf Milk, das ist dann für die Kuhmilch. Da haben wir einmal Hot Cappuccino, und wenn wir dann weitergehen, haben wir einmal Hot Latte, das wäre dann etwas weniger Schaum, und ganz zum Schluss dann noch den Flat White, auch in heißer Form, und das wäre dann die geringste Schaummenge, die hinzugefügt wird.
ganz am Anfang gibt es dann noch den sehr dicken Schaum, das wäre dann weniger latteartfähig, und noch den kalten Schaum und dann sind wir dann direkt wieder beim Cappuccino. Oben habt ihr die Auswahl für verschiedene Milchsorten. Ihr könnt von halb-halb, also wahrscheinlich bei uns so eine Trinkmilch. Bei den Alternativen könnt ihr Mandel auswählen oder auch Hafer. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Soja oder wer mag Kokosnuss und kommt dann ganz zum Schluss wieder zu der Kuhmilch. Bei allen Produkten könnt ihr dann unten wieder auswählen, ob ihr eben die schaumdicke Cappuccino oder eben Latte oder am Schluss dann der wenigste Schaum Flat White wollt. Und wenn ihr dann das Ganze starten möchtet, jetzt zum Beispiel hier bei der Low-Fat-Alternative, dann geht ihr einfach auf Play oder Stop und dann zeigt er euch auch an, welchen der beiden Propeller, sage ich jetzt mal, ihr nutzen möchtet oder müsstet für diesen Modus. Der sollte dann auch eingesetzt sein und wenn ihr dann auf Start klickt, dann geht das Ganze los. So, das ist ja eigentlich total selbsterklärend, Absolut. Michel. Also ziemlich straightforward und wir können eben auch, hast du ja gerade schon gezeigt, mixen. Also wir können eben auch nicht nur schäumen, sondern wir können auch sagen, ja, immer dieses Rühren von kalter oder heißer Schoki. Ich habe dafür jetzt ein Gerät. Das geht auch, aber wir können eben natürlich auch Milchschaum machen. Und Absolut. wir machen ja viel Cappuccino. Ja. Was hältst du davon, wenn wir jetzt eine Runde Cappuccino schäumen? Das können wir tun. Also wir fangen mal an. Wir nehmen den Mixer, was auch immer, einmal weg. Und dann habt ihr verschiedene Einsätze. Das ist einmal der reine Schaumeinsatz, wenn ihr wirklich Bauschaum produzieren möchtet, auch mit großen Blasen. Und den wir jetzt auch immer verwendet haben, das ist eigentlich dieser Mikroschaum produzierender Propeller. Kann man so sagen. Wobei der sich nicht dreht, genau. Der ist dann so fixiert da drin. Und den würden wir euch wirklich ans Herz legen für den Alltag, weil das macht wirklich in allen Variationen, die wir ausprobiert haben, selbst wenn der Schaum relativ dick endet bei gewissen Programmierungsstufen, er ist immer ein Mikroschaum. Das ist wirklich mega gut. Ist richtig schön cremig, lässt sich dann auch gießen und selbst wenn man keine komplexen Muster machen will, hat man damit das beste und leckerste Ergebnis, weil die Cremigkeit, diese Sämigkeit im Mund auch die angenehmste Textur darstellt. Ja. Jetzt nutzt du warme Milch? Nein, das ist wirklich die erste große Erkenntnis, die ich hatte. Ich würde euch wirklich empfehlen, mit kalter, gekühlter Milch zu arbeiten, vor allem, wenn ihr wirklich kleine Füllmengen nehmt. Die kleinstmögliche Füllmenge, die ihr verwenden könnt, bei dieser Minimumlinie sind 150 Milliliter. Und da ist es wirklich super wichtig, dass die Milch kühl ist, weil sie sonst echt an diesen, ich sage jetzt mal, für unsere Wahrnehmung harten Bereich von 67, 68 Grad rankommt, was für uns eher wirklich auf der heißen Ebene ist für einen Cappuccino, auf jeden Fall. Zusätzlich habt ihr natürlich durch die kalte Temperatur auch eine längere Zeit zu schäumen. Das heißt, auch da habt ihr nochmal mehr Cremigkeit, mehr Sämigkeit. Kommt immer in Verbindung nochmal mit der kalten Milch. Genau, also ich weiß jetzt, ich habe das mit einer Waage nachkontrolliert, dass wirklich, wenn ihr in diese Minimumlinie geht, habt ihr 150 und dann hat es diesen Latte-Art-Part in der Kanne drin. Und wenn ihr an die zweite Linie geht, nämlich den unteren Teil dieses Latte-Art-Part, sieht man sehr, sehr, sehr gut, ist hier eingezeichnet, dann habt ihr 200 Milliliter Füllmenge. Also da könnt ihr euch daran halten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so bei 200 bis 250 meiner Meinung nach die besten Ergebnisse rausgekommen sind. 150 geht auch, aber 150 war für mich auch so ein bisschen eben von der Temperatur eher an der heißeren Grenze und von der Schaumqualität meistens selbst im Flat White Modus fast noch etwas zu dick für gute Latte Art. Also wir gehen auf 200 Milliliter und vielleicht ist das ein ganz kurzer Moment, um auch nochmal Danke zu sagen. Ein geschätzter Kollege, nämlich der Ramsey, hat schon ein Video gemacht und zwar in englischer Sprache mit einem Dreo mit 120 Volt Variante. Gell? Wir haben wahrscheinlich als die ersten in Europa, was uns sehr freut, eine 240 Volt Variante und können machen das Ganze damit und müssen sagen, während er ein bisschen zu kalt war, waren wir wirklich mit den Temperaturen etwas an der oberen Grenze und wir führen das zurück auf die Variante, die wir jetzt hier vor Ort genutzt haben, dass da die ausreichende Spannung oder eben dazu beigetragen hat, dass das Ganze einfach ein bisschen schneller, ein bisschen stärker erhitzt. Also wir waren eigentlich immer eher bei 65 Grad und hatten auf gar keinen Fall Temperaturprobleme nach unten, weswegen du auch auf etwas verzichtest. Unbedingt, weil das macht nochmal 3 bis 4 Grad wirklich aus. Macht den Deckel nicht drauf. Also
Ihr werdet euch nicht verbrennen und es gibt mal einen Milchtropfen links und rechts. Ich habe das jetzt wirklich unzählige Male gemacht. Ich hatte nie irgendwie eine Sauerei. Es ist super kontrolliert da drin und darum würde ich euch wirklich ans Herz legen, Deckel einmal weglegen, wirklich ohne Deckel zu schäumen. Dann seid ihr bei so 200 bis 250 Milliliter Milchmengen immer so etwa 64, 65, vielleicht auch mal 66 Grad. Mit dem Deckel seid ihr dann wirklich eher aber bei 68, 69 und das ist dann wirklich eher über der Grenze drüber. Für die 200 Milliliter Füllmenge würde ich jetzt entweder den Cappuccino-Modus nehmen oder den Kaffee-Latte-Modus. Beim Kaffee-Latte-Modus sind wir etwas bei weniger Milchschaum. Ich wäre jetzt so eher beim Cappuccino, bei der Cappuccino-Programmierung, weil da war es für mich so schön cremig, schön gießbar. Vielleicht beim Latte könnte man noch ein bisschen definierter, einen Schwan oder so zeichnen, aber Cappuccino war für mich wirklich top gießbar. Das heißt, ich habe jetzt eingestellt Milch, klar, und Hot Cappuccino und gehe dann einmal auf Starten, habe dann den Propeller, den es mir anzeigt, dass ich den richtigen eingesetzt habe. Das habe ich gemacht. Und dann geht es 3 Minuten 40. So, jetzt gehen wir ins hier. So, wir haben Milchschaum produziert. Dann auf jeden Fall direkt wegnehmen, dass die Heizplatte nicht noch mehr erhitzt. Und dann würde ich euch wirklich empfehlen, mit einem klassischen Milchkännchen zu gießen, weil die Kanne durch den Auslauf und den dicken Griff wirklich etwas, ich finde, etwas unhandlich zu gießen ist. Und dann, du siehst es wirklich, also es ist richtig geiler Schaum. Richtig Also, krass. gelingt mir nur jedes 10. Mal. Und dann hast du echt so, du kannst wirklich richtig schön gießen. Schön. Ui. Soll ich mal einen Schluck nehmen? Nimm mal einen Schluck. Aber es ist schon, also es glänzt auch einfach. Ja. Mein Kontrast beim ersten ist jetzt nicht so schön, aber... Nein, aber du hast genügend gerade eben schon gegossen und auch die Zeit davor, um sagen zu können, dass das super ist. Aber es ist mega glänzend, mega schön in der Oberfläche und auch richtig, richtig gut gießfähig. Ja. Also das ist vom Feinsten. Und ihr könnt eben wiederum spielen, ja, mit den Leveln. Wie ist jetzt die Temperatur gefühlt? Gut. Es ist, für mich ist es gerade so eben in diesem 62, 63, 64er Bereich. Fühlt sich gut an, ist nicht zu heiß. Aber ich würde ihn jetzt vielleicht auch für einen fruchtigeren Kaffee sicher nicht heißer. Ja, würde ich auch sagen. Michel, ganz kurz, du kannst dennoch was sagen zu den verschiedenen Milchdicken. Ja. Flat White zum Beispiel war dann mit höheren Milchvolumen doch ein bisschen sehr dünnflüssig. Absolut. Je höher ihr die Menge erhöht, also wenn ihr jetzt, ich habe so Schritte gemacht, 150, 200, 250 und dann auch mal 275 getestet. Und je höher ihr von diesen Schritten geht, desto mehr Schaum braucht ihr von der Einstellung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit 150 einen Milchschaum produzieren möchtet, egal auch ob Haferdrink oder normale Kuhmilch, dann seid ihr eher bei Flat White, weil Cappuccino wirklich schon, es ist immer noch ein Mikroschaum, aber es ist schon sehr voluminös, sehr schwer, sehr luftig auch, aber immer noch schön eigentlich eingebunden und da kriegt man so knapp noch ein Herzchen hin, vielleicht auch eine Zweiertulpe. Wenn ihr dann auf Flat White geht, dann habt ihr wirklich immer noch ein bisschen zu dick, aber schon gießbar, so 2-3er-Tulpe, das geht einwandfrei. Und dann, wenn wir dann erhöhen auf 200 Milliliter, dann können wir immer wieder mal den Gegenschritt machen, also das etwas reduzieren. Das heißt, wenn ihr bei 200 seid, vielleicht auf Kaffee Latte oder Cappuccino. Und wenn ihr dann bei 250 seid, dann eher zu Cappuccino.
Wobei das Gerät zugelassen ist oder es wird empfohlen, bis wie viel Milliliter zu gehen? Die oberste Linie ist bei 250 Milliliter. Ich fand das so, weil wir haben Tassen mit 160, 170 Milliliter Füllmenge und mit einem, ich sage jetzt konzentrierteren Espresso mit 1:2, wo er so 20 Gramm drin hat, ist das schon knapp bis zu wenig. Es geht ja noch Volumen rein, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Genau, aber es reicht nicht ganz, um die zweite Tasse wirklich schön randvoll zu machen. Und dann habe ich noch gesagt, boah, ist ja nur eine Linie. Mein Gott, könnt auch mit 275 mal testen. Und bei dieser 275 Milliliter Variante, wo ihr eigentlich über dem vorgegebenen seid, auch da gibt es keine Spritzer außenrum, dann war ich dann wirklich auf der dicksten Stufe, also auf dem dicken Milchschaum. Und mit dieser Stufe ging es gerade noch so, dass es so ein Latte-Art-Schaum war. Also es ging noch zum Gießen, war alles wunderbar. Aber da merkt man, da kommt das Gerät an eine Grenze von der Möglichkeit, bei so viel Milch noch Schaum hinzuzufügen. Ganz kurz eine kleine Anmerkung von mir. Wir empfehlen zwar, damit es nicht zu heiß wird, ohne den Deckel zu schäumen. Wir empfehlen euch aber dennoch aus Sicherheitsgründen beim ersten Mal mit dem zu schäumen, zu gucken, ob es bei euch genauso funktioniert wie bei uns. Wenn das oben nicht hinspritzt, dann könnt ihr auch ohne probieren, aber versucht doch beim ersten Mal vielleicht einmal mit. Ja. Sonst, wenn es nicht klappt, schreibt ihr E-Mail bin ich. Oder bei Instagram. Ich fand noch spannend, ich habe intuitiv am Anfang ohne Deckel gearbeitet. Also ich kam irgendwie gar nicht zu Beginn auf die Idee und habe mich dann irgendwann gefragt... Ja, du schäumst ja sonst auch nicht mit Deckel. Genau. Und habe dann irgendwann gedacht, boah, ja, jetzt muss ich den ja mal drauf machen, weil das ist auch in der Bedienungsanleitung, ist es so, also es wird so gezeigt. Und dann habe ich wirklich festgestellt, dass ihr dann wirklich so 3-4 Grad höher seid. Wir haben über Milchschaum gesprochen mit normaler Milch, mit Kuhmilch. Wie steht es denn um Hafermilch? Das hast du ja auch getestet. Genau, ihr könnt damit auch Hafermilch schäumen. Da ist es auch wieder die gleiche Thematik wie bei der Kuhmilch. Ihr müsst auf eure Milch eingehen. Also ihr müsst es mal testen. Ich habe zum Beispiel dann rausgefunden, dass wir da mit der Flat White Ebene, also mit dem geringsten Milchschaum bei 150 Milliliter, was perfekt passt oder sehr gut passt für Kuhmilch, mit der Haferdrink überhaupt nicht funktioniert. Es war kein Schaum, nix. Und da müsst ihr dann schon eher bei Caffè Latte bzw. bei Cappuccino-Einstellung sein, dass ihr genügend Milchschaum habt. Bei der 200er auf jeden Fall, bei der Cappuccino-Einstellung und bei 250 auch da wieder eventuell auf die dickste Schaumstufe oder dann auf der Cappuccino-Schaumstufe bleiben. Das einfach mit eurer spezifischen Milch ausprobieren. Bevor wir zu einem Fazit kommen, noch eine kleine Anmerkung. Wie kam der Dreo zu uns? Ich habe ihn online gesehen. Ich habe gesehen, dass 2 Barista-Weltmeister Botschafter sind. Dann habe ich das Video vom Aram Sil gesehen und gesagt, boah, das ist doch spannend. Aus einem Grund, über den wir dann auch gleich noch sprechen werden. Habe versucht, das zu bestellen und ging noch nicht, weil es gab bisher den Dreo ja nur, oder gibt ihn bis dato nur in Amerika. Dann habe ich dem Dale Harris, den wir ganz gut kennen, geschrieben, habe gesagt, hey Dale, du bist doch der Botschafter. Der war Barista-Weltmeister so vor 5, 6, 7 Jahren. Und der hat gesagt, ja, ich stelle einen Kontakt her, hat Kontakt hergestellt. Wir haben dann den Dreo an eine Paketdepot-Adresse in den USA bestellt. Und dann haben ihn auch bezahlt, weil das war uns ganz wichtig. Sie wollten uns einen zur Verfügung stellen. Und dann haben sie das Paket umgeleitet und das nicht in den USA verschickt. Also, so die Geschichte auf jeden Fall. Kam jetzt irgendwie ein Original Dreo zu uns, wobei eben schon mit dem richtigen Mit Schuko-Stecker, 240 Volt. Genau, und was ich damit sagen wollte, wie immer haben wir natürlich unabhängig getestet und sagen euch, was wir denken. Und das ist hier recht positiv. Ja, absolut. Es ist so, ich habe es bei der Haferdrink, war es für mich noch deutlicher, weil die nicht ganz so kühl war wie die Kuhmilch, die ich da hatte. Und da hat man es dann wirklich gemerkt, dass sie so im 68er, 67er Bereich hängen geblieben ist. Das war für mich so wirklich an der oberen Grenze. Vor allem für Alternativen, die man eher normalerweise etwas kühler schäumt. Und da wirklich die größte Empfehlung, nehmt kalte Milch, Trink, Alternativen, spielt überhaupt keine Rolle. Und dann seid ihr in einem guten Level, obwohl ihr eigentlich keine Einstellung machen könnt. Also ihr könnt nicht sagen, ich hätte das gerne auf die Temperatur. Das geht wirklich nur in diesem Mischmodus, sondern das ist wirklich ein Standardprogramm, was man abläuft. Es lohnt sich auch nicht, habe ich auch ausprobiert, wenn
dieser Schäumprozess, dieser Rührprozess auch läuft, einfach früher wegnehmen, mit einem Thermometer oder so zu messen. Weil das Problem ist, dass sie wirklich erst aufheizt. Also sie ist dann relativ schnell bei 62, 63 Grad. Und dann erst kommt dieser Wirbel, wo dann der Schaum untergezogen wird. Also durch diesen Wirbel gibt es dann Luft, die unter die Milch kommt. Und wenn ihr das unterbrecht, habt ihr halt keinen Mikroschaum. Ja. Und dann ist es so... Ja, ein bisschen schade, aber vielleicht geht da ja auch noch was, bis der dann in Europa auf den Markt kommt. Vielleicht wird da ja noch was nachkalibriert. Wir bleiben auf jeden Fall dran, denn wir finden, der Treo ist ein interessantes Produkt, der sich eben gut macht. Ästhetisch könnt ihr es, glaube ich, selber beurteilen. Es sieht schon aus wie ein Küchengerät, ne? Das muss man sagen. Und ob das jetzt neben der Flair, die ja ein manueller Espressomacher ist, super passt, weiß ich nicht. Es passt in dieser Optik zumindest einigermaßen neben die Zuriga, die da hinten steht, mit der wir den Espresso gemacht haben. Und dann sehe ich folgendes Szenario. Stellt euch vor, ihr kauft eine Espressomaschine, wobei die Zuriga kostet jetzt dann auch wieder 1.500 €, wenn man die ohne Milchdampfpflanze nimmt. Aber man könnte sagen, ich starte meine Zuriga und dann starte ich hier den Schäumprozess, der dann eben doch 3 Minuten dauert. Und das ist schon wirklich viel Zeit und das müsstet ihr auch wissen. Allerdings, wenn man das, ich habe eben einmal gesagt, eine VEMA E61 Frühgruppe, die braucht 10-mal so lange, um aufzuheizen. Bis dahin kann man auch ganz in Ruhe zwischendurch noch den Treo starten. Aber die hat in den meisten Fällen auch Dampf. Die hat in den meisten Fällen auch Dampf. Wobei, ja, also nochmal Szenario, vielleicht ein Einkreiser ohne Milchlanze. Ja. Ne? Kommt das echt gut oder ein manueller Espressomacher oder vielleicht macht ihr auch zu Hause eine Mokkakanne oder so und habt jetzt hier einfach guten Milchschaum für rund $100 im Moment Preis in den USA. Das finde ich schon super attraktiv und ich glaube, das eröffnet einen interessanten Entwicklungspfad. Vielleicht werden sich noch mehr Hersteller in Zukunft darauf konzentrieren, gute Espressomaschinen zu machen, Dampf auszulagern. Ich sage jetzt hier mal in Klammern, zum Beispiel Roxy hat ja sich sowas überlegt. Mal gucken, was da noch kommt. Ich denke, das öffnet interessante Pfade. Und wenn dann jemand doch mal einen Milchschaum machen will, holt er vielleicht den Treo aus der Spülmaschine. Genau, guter Übergang, danke dir. Auch noch ein wichtiger Punkt, dass das ganze Ding hier ist ja abnehmbar. Das könnt ihr in die Spülmaschine reinpacken. Ich hatte spannenderweise auch nie wirklich, dass sich Milch oder Haferdrink so angebacken hat beim Schäumen, außer ihr macht 3-mal hintereinander ohne auszuspülen. Das macht keiner. Das habe ich dann auch noch ausprobiert, um zu gucken, was passiert, wenn ich jetzt nicht auswasche und nochmal. Dann gibt es langsam Rückstände. Aber ich glaube, das ist dann ein Szenario. Gut, wir reden immer noch von warmer Milch. Ja, genau. Das ist auch ein Szenario, was voll okay ist. Ansonsten muss ich auch noch was erwähnen. Wir haben das Ding wirklich auch unter Dauerbetrieb laufen lassen und der wird nicht heiß, der hatte keine Aussetzer. Das Touch ist jetzt nicht super intuitiv, aber es hat immer funktioniert. Ja, gut. Dann schreiben wir uns auf die Wunschliste Folgendes. Noch ein bisschen eine bessere Temperatureinstellungsmöglichkeit. Vielleicht lässt sich das ja auch irgendwann eines Tages in der nächsten Version genauer koordinieren. Vielleicht gibt es irgendwann auch noch mal ein bisschen was Schnelleres. Und doch, ansonsten bleiben wenig Wünsche offen. Vielleicht noch mal eine andere Ästhetik, aber das wiederum liegt dann im Auge des Betrachters. Aber ich denke, das ist das erste Tool von diesem Hersteller in dem Bereich und wir freuen uns über eine Erweiterung des Marktes und ich glaube, das kann Mut machen, sowohl Espressomaschinenherstellern als auch anderen Milchschaumaufbereitungshersteller Unternehmen. Und damit schließen wir dieses Video und ich würde sagen, für mich beginnt jetzt nochmal ein neues Latte Art Kapitel. Und jetzt wird für mich geschäumt. Ich freue mich drauf und bis dahin sage ich zu euch, passt auf euch auf, trinkt guten Kaffee, auf bald. Läuft schon. Das ist für den Abspann. Ben darf dieses T-Shirt nicht anhaben, weil er kein Kursleiter mehr ist. Bitte reinschneiden, Larissa. Danke. Wir können das hier unten deponieren. Ich werde es nicht mit nach Hause nehmen und nicht waschen. Das hingegen finde ich dann ekelhaft. Aber mir passt übrigens S. Schön. Und er verspricht ja einiges, Mischa. Ja, er soll nicht nur Kuhmilch schimmeln. Kuhmilch schimmeln? Der kann Kuhmilch schimmeln. Ja, wenn du lange genug drin lässt, kann er das.